Hallo, ich bin Mana Garon und ich arbeite als Wissenschaftlerin in der Gruppe Graslandwissenschaften an der ETH Zürich. Heute nehme ich euch mit zu unserem Forschungslabor, wo wir untersuchen, wie die Waldökosysteme uns helfen, Klimawandel zu reduzieren. Diesmal ist das Labor draußen und in der Natur eingerichtet, in einem wunderschönen Nadelwald in Davos-Seehornwald. Die Wälder sind die Lunge des Planeten Erde. Das heißt, während der Photosynthese, die nehmen CO2 oder Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und geben Sauerstoff ab. Dafür brauchen die Bäume Licht, geeignete Temperaturen und genug Feuchtigkeit. Das heißt, wie gut die Bäume funktionieren, ist sehr stark abhängig vom Wetter und von Bodenbedingungen. Und wir versuchen mit einer Reihe von Messungen und Technologien die Atmung des Waldes zu messen. Dafür brauchen wir über den Bäumen zu gehen und unsere Instrumente auf einen sehr hohen Turm aufzustellen. Lasst uns zu unserem Turm gehen, der für heute auch unser Arbeitsplatz ist. Dies hier ist unser Messturm, der seit 1995 in Betrieb ist. Der ist 35 Meter hoch, das heißt, unsere Instrumenten befinden sich über den Bäumen. Und wir integrieren Gasmessungen über einen Bereich von einigen 100 Meter im Umkreis des Turms. Ich werde jetzt den Turm besteigen, aber erstmal muss ich sorgen, dass ich sicher bin. Ich werde diesen Helm tragen, weil oft mehrere Leute gleichzeitig auf dem Turm arbeiten und ich möchte nicht, dass etwas auf meinem Kopf fällt. Und ich trage auch diesen Gurt, der mich beim Klettern am Turm festhält. Schon windig, ne? Immer erstmal Sicherheit, ist so wichtig. Sind wir auf dem Turm, auf unserer Messstation. Von hier oben sieht man den Davoser See auf der Nord- und Westseite. Dann sieht man auch die Seehornberge auf der Ostseite und Jakobshorn und das Dichmatal auf der Südostseite des Turms. Hinter mir sieht man die Fichten. Die Bäume sind bis zu 450 Jahre alt und die wachsen auf 1007 Meter hoch. Das heißt, die sind sehr kaltes Wetter und niedrige Temperaturen gewöhnt. Aber das Klima ändert sich. In der Schweiz Temperaturen steigen kontinuierlich. Besonders in den Berggebieten ändert sich das Klima noch stärker. Und wir versuchen zu verstehen, diese Änderung im Klima eine Auswirkung auf CO2-Aufnahme dieses Waldes hat. Wir messen die Atmung des Waldes mit Edikovarianz. Edikovarianz
ist eine Messmethode, die turbulente Flüsse von Gasmolekülen zwischen dem Ökosystem und der Atmosphäre messen kann. Dafür braucht man zwei Instrumente. Eine Ultraschall-Anemometer, mit denen misst man Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur, und eine Infrarot-Gasanalyse, mit denen misst man Konzentration von Gasmolekülen. Und von den beiden kann man berechnen die Flüsse von Gasmolekülen zwischen dem Wald und der Atmosphäre mit einer ganz hohen Auflösung. Also wir messen das 20 Mal pro Sekunde. Und dadurch können wir die Auswirkungen von Klimawandel auf die Atmung dieses Waldes messen. Wir messen nicht nur die Atmung des Waldes, sondern auch das Klima. Es wäre zum Beispiel wichtig zu wissen, wie viel Feuchtigkeit die Bäume hier zur Verfügung haben für Photosynthese. Wir messen den Niederschlag mit einem Regenmesser, das man hier unten sieht. Rundherum ist ein Windschutz, der die Effekt oder Auswirkungen von Wind auf Niederschlagmessungen minimiert. Für Photosynthese ist Licht auch sehr wichtig. Und wir messen die Strahlung mit einem Strahlungssensor, das man darüber sieht. So können wir messen, wie viel Strahlung von der Sonne kommt und wie viel wird von dem Wald reflektiert. Und die Summe sagt uns über Energiequelle, die die Bäume für Photosynthese und CO2-Aufnahme zur Verfügung haben. Um gute, hoch aufgelöste Messungen zu haben, muss man die Instrumente oft reinigen und pflegen. Ich werde zum Beispiel heute unsere Gasanalyse von Staub und Schmutz reinigen. Das werde ich jetzt machen. So, ich habe das Gerät gereinigt und zurückgebracht. Jetzt ist es Zeit, zurück zum Boden zu gehen. Obwohl mit dieser Aussicht würde ich gerne hier noch länger bleiben. So, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr in Davos seid, schaut, ob ihr unseren Messturm hinter den Bäumen entdeckt und besucht unser Forschungslabor in der Natur.